Good morning, everybody. I promise one thing at the start. Next time I will read the documents of the conference twice. I prepared myself for a keynote in German and decided that morning that I better should use the online AI tool, even if it's experimental, than doing that translation myself on the fly. So, guten Morgen, as I might switch to German, and vielen Dank für die Möglichkeit, unsere Sicht auch auf die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung geben zu dürfen. Bitkom ist für uns einer der wichtigsten Partner in der gesamten Datenschutzdebatte, und die Mitgliedsunternehmen sind natürlich auch diejenigen, die an der Front die Erfahrungen sammeln. Europa hat jetzt ein einheitliches Datenschutzrecht, das einen Flickenteppich an unterschiedlichen Rechten, unterschiedlichen Durchsetzungen abgelöst hat. Der Staat war nicht so ganz glücklich. Nach all den Jahren der Debatte, nach einer nicht von allen Seiten gut genutzten Übergangsphase, war dann vor allem der Beginn auch voller Fehlinformationen, Missverständnisse und Ängsten begleitet. Sie alle erinnern sich noch an die sofort aufkommenden Millionenstrafen für Klein- und Mittelunternehmen, die Springfluten von Abmahnwellen, die vorausgesagt wurden, unter anderem auch von denen, die gern ihr Geld mit der Beratung verdient hätten. Es ist nicht gekommen. Es hat natürlich auch Rücksichtnahme auf diesen Übergangsprozess gegeben. Es wurde nicht mit der großen Keule zugeschlagen, vor allem nicht bei den Klein- und Mittelunternehmen. Und ich muss sowas in jeder Rede bringen, wären die Datenschutzbehörden besser personell ausgestattet, hätte die Beratung noch besser stattfinden können. Das gilt übrigens nicht in erster Linie für den Bundesdatenschutzbeauftragten, der vor allem im Bereich von Sicherheit und Ähnliches noch mehr Personal benötigt, sondern vor allem für meine Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, die ja für den Großteil der Privatwirtschaft die Aufsicht führen, aber auch gerne in der Beratung stärker tätig wären. Ich habe bei der Datenschutzgrundverordnung eine etwas optimistische Sichtweise, als das Bitkom mit der Veröffentlichung am 16. Mai gegeben hat. Es fängt an, und da sind wir uns sicherlich beide Seiten noch einig, mit der internationalen Strahlwirkung, die die Datenschutzgrundverordnung erreicht hat. Zahlreiche andere Länder, das hat allerdings Bitkom auch erwähnt, die Handelspartner stellen sich auf die Datenschutzgrundverordnung ein. Wir erleben, dass die Datenschutzgrundverordnung die Vorlage ist für Datenschutzrecht auch in anderen Staaten, angefangen von den USA, wo die kalifornische und die New Yorker Initiative sicherlich zu einem Bundesgesetz führen wird. Manche glauben noch zu einem Bundesgesetz, das Kalifornien und New York ausheben wird, aber dafür wird es keine Mehrheit im Kongress geben. Also es wird deutlich auch auf US-amerikanischer Seite anders werden, aber die Bestrebungen in Mexiko, in Brasilien, in Indien, in Südafrika, in Japan im Zusammenhang mit den Freihandelsvereinbarungen zeigt, dass es doch etwas ist wie ein Goldstandard. Und einig sind wir uns auch, nicht in jedem Detail, aber dass es noch Defizite in der praktischen Auslegung und der Durchsetzung der Regeln gibt. Dazu haben Sie natürlich auch in den letzten Monaten immer wieder von uns gehört, wie wir uns das anders wünschen würden. Und wir versuchen natürlich in unserer Arbeit tatsächlich auch dort, wo die Regeln in der Datenschutzgrundverordnung noch abstrakt sind, wo sie eine Auslegung benötigen, sowohl in der Datenschutzkonferenz in Deutschland als im Europäischen Datenschutzausschuss die Harmonisierung voranzutreiben. Was eben nicht möglich war, war 28 Rechtsbereiche zusammenzulegen, eine technologieneutrale Gesetzgebung zu machen und trotzdem überall nur schon von Gerichten auch endgültig ausgelegte Rechtsbegriffe zu verwenden. Alles drei gleichzeitig konnte man nicht erreichen. Jetzt muss es an der Stelle natürlich weiter vorangehen. Wo ich nicht folgen konnte der Auslegung von Bitkom, war bei der Fragestellung, dass es die Datenschutzgrundverordnung doch einen Unterschied machen sollte von der Größe des Unternehmens, stärker als es bisher tut. Es gibt ja ein paar Ausnahmen an der Stelle. Das Argument ist zwar auf den ersten Blick sehr einleuchtend, aber das europäische Recht würde natürlich auch keinen gestaffelten Rechtsschutz für Bürgerinnen und Bürger zulassen. Und die Frage wäre auch, nach welchem Kriterium? Wir erleben das kleinste Unternehmen mit sensibelsten Daten im großen Umfang umgehen, während eventuell die Großbäckerei sich vor allem Sorgen machen muss, dass das Familienrezept für den Blätterteig gestohlen würde. Also nach reiner Mitarbeitergröße das Ganze zu orientieren,
würde sicherlich auch nicht gehen. Und da wir durchaus schon ein kompliziertes Datenschutzrecht haben und eine Staffelung der Aufsichtstätigkeit in Europa und in Deutschland über den Föderalismus ein zweites Mal, wären nicht einheitliche Datenschutznormen weder im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und am Ende auch nicht der Unternehmen. Wir wollen die Harmonisierung weiter voranbringen und sie nicht schwächen. Das Ergebnis von Bitkom, dass 74% der Unternehmen neue Regeln als Hürden beim Entwicklung neuer Technologien ansehen, muss man allerdings als Leiter einer Datenschutzbehörde natürlich ernst nehmen. Ich erinnere nochmal, wir würden gerne den Bereich der Beratung stärken. Ich selber habe die Aufsicht über die Unternehmen im Bereich der Telekom-Dienstleistungen. Wir versuchen über entsprechende Beratungsleistungen zu erreichen. Ich habe allerdings auch in der letzten Woche die Abgeordneten des Deutschen Bundestages darauf aufmerksam gemacht, dass mit den neuen Dingen, die kommen, Codex of Communication bis Ende nächsten Jahres umzusetzen, danach der E-Privacy-Richtlinie, es sinnvoll wäre, diese Beratungsleistungen zeitnah erhöhen zu können, um sowohl den schon etablierten Marktteilnehmern als Start-ups zu ermöglichen, zu einem frühen Zeitpunkt die Einschätzung der Aufsichtsbehörden zu bekommen. Und aus diesen Erfahrungen, spät in der Umsetzung, noch nicht geklärt, sollten wir alle übrigens bei der E-Privacy-Verordnung auch lernen, es diesmal besser zu machen, besser zu informieren. Die Bundesregierung sollte tatsächlich eine deutlich größere Werbekampagne, wenn es einmal abgeschlossen ist, machen und alle gemeinsam früher an der Fragestellungen in der Praxis arbeiten. Der Übergang zur Datenschutzgrundverordnung war für viele ein harter Schnitt. Manche sind übrigens erst aufmerksam geworden, dass sie auch schon vorher bestimmte Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz hatten. Also wenn sich jemand bei uns beschwert, ist es im Schnitt 90% davon war schon vorher Pflicht. Es gibt allerdings keine nachträglichen Bußgelder für Dinge, die dann 5 Jahre vorher hätten erledigt werden müssen, wenn sie jetzt erledigt sind an der Stelle. Aber die EU hatte recht, der alte Flickenteppich war ein Hemmnis für Wirtschaftstätigkeit. Es war auch eine Verzerrung des Wettbewerbes und das können wir jetzt an dieser Stelle hoffentlich verbessern. Beim Wettbewerbsvorteil, den würde ich gerne ansprechen. Ich verstehe manchmal noch den Frust, vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen, aber selbst großer europäischer Technologieunternehmen. Wo bleibt denn die Durchsetzung des europäischen Datenschutzrechts gegen die großen internationalen datengetriebenen Konzerne? Die Frage stelle ich auch, wenn wir uns im Europäischen Datenschutzausschuss treffen. Es kann nicht sein, dass es zwischen der sehr allgemeinen Überzeugung, dass dort eine offensichtliche Verletzung des europäischen Datenschutzrechts stattfindet und dem ersten, noch nicht vorliegenden Entwurf einer Entscheidung ein Zeitraum von 18 Monaten vergeht. Wir müssen schneller reagieren können auf solche Verletzungen. Deswegen fand ich gut, als der Hamburger Kollege beim Thema der Smart Speaker einfach mal gesagt hat, darauf warte ich nicht, hat er die vollste Unterstützung in der Vorbereitung auf diesen Schritt von uns bekommen, sondern gesagt hat, ich bin auch bereit, erstmal eine nationale Entscheidung zu treffen und dann den Europäischen Datenschutzausschuss zu sagen, entscheide innerhalb der nächsten 3 Monate darüber, um so etwas abzustellen. Ich glaube aber, dass Datenschutz auch ein Erfolgsmodell im internationalen Wettbewerb sein kann. Es gibt die Nachfrage danach, wie nach ökologisch nachhaltigen Produkten. Man muss liefern können und wenn man Data Protection by Design und by Default auch nutzt, ist es weder ein großer Kostenfaktor noch eine Innovationsbremse. Es kann sogar zum Innovationsmotor werden und kann dann einen Glaubwürdigkeitsvorteil geben. Mir macht eher Angst, dass jetzt US-amerikanische Unternehmen beginnen damit zu werben, dass sie Datenschutz betreiben, mehr oder minder glaubwürdig, während manche deutsche Unternehmen immer noch darüber motzen, jammern, dass sie Datenschutz betreiben müssen. Und deswegen sollten wir alle, Unternehmen, Staat, Gesellschaft, in solche Prozesse investieren, Zeit und auch Geld eben rein in den Wettbewerb. Achso, ich dachte, das war jetzt so ein Zeitzeichen. Zuerst war aber was anderes an dem Punkt. Dass natürlich die Rechtslage für neue Vorschriften, also die Begeisterung für neue Vorschriften in Unternehmen begrenzt ist, das kann ich verstehen. Wir müssen den Punkt erreichen, wo die Harmonisierung dieser Datenschutzaufsicht und das Recht und die gleichen Möglichkeiten im Wettbewerb zum Vorteil für die Unternehmen werden, mit einer
Reduktion und das wird natürlich die Durchsetzung dieser Datenschutzregelung auch in allen Bereichen mit einer Gleichbehandlung sein, quer durch die Technologien und quer vom Standort des Unternehmens her. Die Sanktionen waren ein großes Thema und Sie haben gemerkt, dass es durchaus bisher noch einen Unterschied zu den Sanktionen, wie sie in Deutschland ausgesprochen wurden, zu dem, was potenziell möglich ist, in der Datenschutzgrundverordnung gegeben hat. Ich glaube nicht, dass es dauerhaft so bleiben wird. Natürlich ist mit den Sanktionsbefugnissen auch zurückhaltend umgegangen worden. Aber Sie werden in der Zukunft erleben, dass diejenigen, die die Übergangsfristen nicht genutzt haben, im Gegensatz zu anderen, nicht dadurch belohnt werden, dass es keine Sanktionen gibt. Mit Sanktionen sind keineswegs nur die Bußgelder, sondern es sind natürlich auch Untersagungen, Anweisungen und andere Fragestellungen gefasst, aber es wird auch drastischere Geldbußen als bisher geben, auch für die, die sich nicht gekümmert haben, nicht nur für die, die absichtlich Datenschutzverstöße begangen haben und auch nicht nur wirklich für den Verlust von Daten, sondern auch für den unzureichenden technischen Schutz von Daten. Wir haben heute Morgen in der Berichterstattung wieder ein interessantes Beispiel, wo Medizindaten auf ungeschützten Servern liegen, für jeden zugreifbar, intimste personenbezogene Daten, aber auch wir erleben unsere Aufsichtstätigkeit, Datenbanken von Passwörtern im Klartext, und ich spreche nicht von Kleinstunternehmen um die Ecke, von Callcentern, die auf Namensnennung persönliche Daten herausgeben, auch an dritte Personen und Ähnliches mehr. Und dort wird es natürlich keine Zurückhaltung bei den Sanktionen geben. Übrigens auch nicht, wer die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden sabotiert, teilweise Wochen oder Monate lang nicht arbeitet. Ich hatte vor kurzem ein Beispiel, Anschreiben im April, im Juli die Antwort, wegen Urlaub könnte man sich frühestens im Oktober mit den angefragten Daten melden. In Zukunft wird es an dieser Stelle auch Zwangsgelder für die Herausgabe entsprechender Dokumentationen geben. Ich kann immer nur appellieren, in den Unternehmen auch die behördlichen und betrieblichen Datenschutzbeauftragten ernst zu nehmen, als Verbündete wahrzunehmen. Das verbessert die Situation wesentlich. E-Privacy-Verordnung hat Frau Demel kurz schon mal angerissen, kommt auf uns zu. Nur mal kurz zur Idee, warum war das nicht alles schon in der Datenschutzgrundverordnung? Es ist gesagt worden, es gibt besonders schützenswerte Daten, Kommunikationsdaten, die brauchen einen besonderen Schutz, mehr als in der Vergangenheit, mehr als andere personenbezogene Daten. Also die Idee einiger, die E-Privacy-Verordnung jetzt zu nutzen, um dann in dem Bereich weniger Schutz zu haben als in der Datenschutzgrundverordnung, muss man schon mal eine klare Absage geben. Es kann nicht unter das Schutzniveau der Datenschutzgrundverordnung gehen, es kann nicht unter das Schutzniveau der E-Privacy-Richtlinie gehen, es muss darüber liegen und es muss natürlich die neuen Technologien auch entsprechend präzise mit einzubinden, damit die nationalen Sonderregelungen aufhören, damit wir einen europaweiten Markt haben und einfach eine zeitgemäße Umsetzung. Die damalige Richtlinie ist jetzt 10 Jahre alt. So wie die Straßenverkehrsordnung keine Spurvorgabe mehr für Ochsenkarren hat, müssen wir auch die E-Privacy-Richtlinie ein ganzes Stück weiterentwickeln. Ich werde von meiner Sicht aus darauf drängen, dass das Kopplungsverbot nicht aufgehoben wird. Das ist ja auch eine große Debatte. Die Idee, dass ich mit Daten bezahlen muss für eine Dienstleistung, auch mit Daten, die nicht unmittelbar mit dieser Dienstleistung zu tun haben, ist nicht vereinbar mit den Grundideen. Ich weiß dabei, dass natürlich die Fragestellung der Bezahlung von Services im Raum steht und dass wir in dem einfachen Schwarz-Weiß nicht bleiben können. Ich hoffe, dass die Vorschläge, die die Datenethikkommission in Deutschland entwickelt hat und die nächsten Monat vorgestellt werden, dafür die Debatte auch nochmal einen sehr guten Anstoß geben. Wir Datenschützer verstehen uns natürlich als diejenigen, die den Schutz des Privatlebens, der Unbeobachtetheit auch im Bereich der elektronischen Kommunikation effektiv durchsetzen wollen, aber wir sind auch die, die es ermöglichen wollen, bestimmte Daten rechtssicher zu verwenden, die Technologie in einer Form zu entwickeln, dass die Services möglich sind, ohne die persönlichen Interessen zu verletzen. Auch das verstehen wir in unserer Beratungsarbeit und deswegen glaube ich eben tatsächlich,
dass wir auch Datenschutz als Innovationsmotor nutzen können, vor allem dann, wenn wir den Datenschutz erleichtern, wie zum Beispiel mit der Verpflichtung, dann auch für Softwarehersteller die datenschutzfreundlichen Voreinstellungen zu nehmen, sodass ich ein Stück weit aus dieser Klick-Geschichte, jedes Mal werde ich mit etwas konfrontiert, die Leute gehen entweder Bedingungen ein, die nicht gut für sie sind oder die vielleicht in der Form noch nicht mal rechtskonform sind oder verweigern sich der Digitalisierung. Vertrauen ist nämlich die Währung, nicht Daten sind die Währung, sondern Vertrauen ist die Währung in der Digitalisierung, das als nächsten Schritt zu machen. Ich würde mich freuen, wenn Bitkom, um jetzt nochmal an den Gastgeber zurückzugeben, für uns so ein wichtiger, diskursiver Partner im Datenschutz bleibt, insbesondere jetzt auf dem Weg zur E-Privacy-Verordnung. Ich denke mal, es wäre ein gutes Ziel, wenn die Bundesregierung sich vornehmen würde, die E-Privacy-Verordnung in der deutschen Ratspräsidentschaft abzuschließen, damit wir auch an diesem Punkt ein Stück weiterkommen. Ich freue mich gleich auf die Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis zu diesem Punkt.